Das ist der neue DKW 1,2 Liter. Er kostet 6.990 Mark. Ein Mittelklassewagen also, den wir jetzt einer kritischen Prüfung unterziehen. Wir haben da allerlei Messgeräte, mit denen wir das technische Soll und Haben eines Autos unbestechlich prüfen können. Wir werden schießen und wir werden Wind machen. 60 PS stecken unter der Haube. Zweitakt natürlich, denn es ist ja ein DKW. Zweitaktmotoren brauchen gute Bremsen. Hier ist die Scheibenbremse innen angeordnet. Sie liegt frei im Luftstrom. Das ist natürlich günstig für die Kühlung. Diese Bremse hat 28 cm Durchmesser. Was sie leistet, untersuchen wir später. Der Kofferraum ist geräumig. 62,5 cm Raum vorne für die Beine, 47,5 cm zum Sitzen und 94 cm für den Rest. Meter 94. Und wenn er jetzt den Sitz verstellt, dann reicht es sogar. Will man den Verbrauch eines Wagens exakt messen, so genügt es nicht, einfach den Tank zu füllen. Mit einem separaten Maßbehälter geht das erheblich genauer. Wir haben eine direkte Leitung zum Vergaser. Aber Verbrauch und Verbrauch sind oft zweierlei. Wir werden zunächst den Stadtverbrauch ermitteln. Halten und Anfahren kosten viel Geld. Jeder Motor braucht im Kurzstreckenbetrieb mehr als bei gleichbleibendem Tempo. Der neue DKW ist nicht gerade sparsam. 13,5 Liter auf 100 Kilometer in der Stadt. Auf der Landstraße fuhren wir flott. Bei einem Reisedurchschnitt von 70 Kilometer pro Stunde verbrauchte dieser Wagen 15,2 Liter. Auch das ist nicht von Pappe. Das weiß natürlich auch die Auto Union in Ingolstadt und sie wird bis zu Beginn der Großserienproduktion, Anfang des nächsten Jahres, noch einiges tun müssen. Der Durchschnittsverbrauch über die gesamte Strecke liegt bei 13,5 Liter auf 100 Kilometer. In den Tank gehen 50 Liter. Das ergibt einen Aktionsradius von etwa 370 Kilometern. Wir sind auf einer sogenannten Rutschplatte. Man kann hier ohne jegliche Gefahr die Eigenschaften der Lenkung und das Fahrverhalten untersuchen. Der neue DKW, seine offizielle Bezeichnung ist übrigens F102, hat hier einige Trümpfe auszuspielen. Sein Frontantrieb mit der drehstabgefederten Radaufhängung und die weich gefederte, aber straff gedämpfte Hinterachse lassen ihn förmlich am Boden kleben. Selbst auf nassem Blaubasalt bricht der Wagen erst bei extrem hohem Tempo aus. Wir steigern die Geschwindigkeit so lange, bis der Wagen wegwischt. Haben Sie schon einmal vom Untersteuern gehört? Untersteuern heißt, dass man die Räder stärker in die Kurve lenken muss, als der Wagen wirklich fährt. Die Vorderräder sind scharf nach rechts eingeschlagen, mehr als bei langsamer Fahrt für die Kurve nötig wäre. Das nennt man Untersteuern. Da hilft nur Gegenlenken, also trotz Rechtskurve, Vorderräder nach links. Wir machen Wind. Seitenwind mit einer Geschwindigkeit von 100 Kilometern in der Stunde. Wie reagiert ein Auto, wenn es plötzlich bei 80 Kilometer Geschwindigkeit seitlich angeblasen wird? Der DKW F102 macht gar nichts. Und bei 120 Kilometern wieder nichts. Diese Unempfindlichkeit verdankt er unter anderem natürlich seinem Frontantrieb, aber auch seiner gut geführten Hinterachse. Sie kommt selbst auf diesem rauen Pflaster nicht ins Trampeln.
Ein Vorzug ohne Zweifel. Das ist eine einfache, starre Achse, geführt an Kurbellenkern, die mit Drehstäben abgefedert sind. Für die Beschleunigungsmessungen benutzen wir Radar. Hier der Reflektor und hier die elektrische Messung. Die untere Skala zählt. Der F102 braucht von 0 auf 100 18,1 Sekunden. Das ist für einen 1200 Kubikzentimeter Wagen ein sehr guter Wert. Startklar? Ja, wir sind klar. Bitte starten. Die Höchstgeschwindigkeit 136,2 Kilometer pro Stunde. Der DKW wiegt 860 Kilo und kostet 6.990 Mark. 1 Kilo DKW, also für 8 Mark und 13 Pfennige. Das Gewicht spielt auch beim Bremsen eine wesentliche Rolle. Wir haben Ihnen versprochen zu schießen. Das wird jetzt gleich passieren. Von der Batterie holen wir Strom für den Schussapparat, der beim Bremsen ausgelöst wird. Er schießt einen Farbfleck auf den Boden. Man braucht so nur den zurückgelegten Bremsweg vom Farbfleck an zu messen. Bremsmessung bei 100 Kilometern in der Stunde. 105. 103. Schuss! Vom geschossenen Punkt bis zum Schussapparat 46 Meter. Ein sehr guter Wert. Beim Bremsen wird Energie vernichtet. Sie verwandelt sich in Wärme. Auch hier nur erfreuliche Resultate. Noch eine Messung aus 50 Kilometern pro Stunde. 40. 45. 60. Bei 50 Kilometern in der Stunde gestattet das Gesetz einen Maximalbremsweg von 53 Metern, einschließlich der Schrecksekunde. Für den DKW sind es 12 Meter und 32. Die entsprechenden Zahlen bei 100 Kilometern 180 und 46 Meter. Auch nach einer ganzen Reihe von Bremsversuchen hat sich die große Scheibenbremse nicht wesentlich erhitzt. Ein Stückchen Kreide und ein Stab genügen, um den Wendekreis zu messen. Die Lenkung ist nach einer Seite ganz eingeschlagen und man hat nichts weiter zu tun, als einen Kreis zu fahren. Je geringer der Wendekreis, desto handlicher das Fahrzeug im Verkehrsgewühl und beim Parken. Meter sind nicht gerade wenig, für einen Frontantriebwagen aber auch nicht gerade schlecht. Und auch das wollten wir wissen. Was passiert, wenn man durch Wasser fährt? Bleibt der Wagen stehen oder nicht? Wenn die Zündung nass wird, stirbt der Motor.
Examen bestanden. In das Innere des Wagens dringt kein Tropfen Wasser. Selbst bei einem künstlichen Wolkenbruch. Voraussetzung dafür ist, dass alle Teile schon in der Entwicklung einer genauen Prüfung unterzogen wurden. Wie hier zum Beispiel eine Windschutzscheibe in einem Biegeversuch. Wussten Sie, dass auch die Windschutzscheibe Ihres Wagens ähnlichen Belastungen ausgesetzt ist? Hinter diesem Tor wartet ein Rieseneisschrank auf unseren Prüfling. Ein Eisschrank, der selbst bei sommerlichen Außentemperaturen 20 Grad unter Null erzeugt. Eine Nacht in dieser Kälte. Wird er anspringen oder nicht? Schließlich schafft er es doch noch. Nach 1 Minute und 22 Sekunden. Sechsmal vom Eiffelturm zur Freiheitsstatue in Amerika, also rund 22.000 Kilometer, fährt pro Jahr im Durchschnitt der deutsche Automobilist. Er fährt von allen Autofahrern der Welt am meisten. Das haben Sie also zu bezahlen im Jahr. Steuer 173. Versicherung 358 Mark. Verbrauch 13,5 Liter. Wartung 150 Mark. Und das ergibt einen Kilometerpreis von 11,2 Pfennig. Mit 6.990 Mark ist der neue DKW für seine Motorgröße ein teures Auto. Das gilt auch für den Verbrauch. Durch seine Leistung, die Größe seines Innenraums, den gebotenen Komfort und durch die für diese Klasse überdurchschnittliche Fahrsicherheit verändert sich das Bild zum Positiven.